Grüß dich, schön dich zu sehen. Ich hoffe, es geht dir gut. Heute wird gebackt. Wir machen einen Kuchen und zwar einen Mandelkuchen. Einen ganz speziellen. Ausnahmsweise kein Rezept von Guido. Das Rezept ist von meiner Frau. Das hat sie mitgebracht in die Ehe. Das war Vorbedingung, das steht im Ehevertrag. Bevor sie mich heiraten will, muss sie mir ein Kuchenrezept bringen. Und das backen wir zusammen. Wir legen gleich los mit dem Biskuit. Das ist ein ganz normales Biskuit. Hier habe ich ganz weiche Butter drin, gebe Zucker dazu, eine kleine Prise Salz und das schlagen wir nun schaumig. Sobald die Butter mit dem Zucker ein bisschen schaumig geschlagen ist, geben wir Eier nach und nach hinein und schlagen das Ganze weiter schaumig. Schau, dass die Eier, die Milch und die Butter immer schön Zimmertemperatur haben, damit das Ganze schön homogen sich verbindet. Sobald die Eier-Buttermasse schaumig ist, geben wir noch ein bisschen Milch hinein. Vorsichtig mit drehen. Vielleicht am besten von Hand ein bisschen rühren und nochmals schaumig schlagen. Hier habe ich Weißmehl, Typ 405, mit Backpulver gemischt. Geben wir gleich in diese schaumige Masse hinein. Und das ziehen wir nun von Hand mit einem Handschwingbesen ganz vorsichtig darunter, dass sie schön glatt ist, die Masse, und keine Knollen mehr hat. Hier habe ich eine Springform. Sehr gut ausgebuttert. Nehme noch ein bisschen Mehl, verteile das Mehl in der Form, dass es klebt an Butter. So sollte der Kuchen am Schluss nicht kleben an der Form. Nimmst deine ganze Masse, gibst sie in die Springform hinein. In der Springform drin schön glatt verstreichen. Gebacken wird jetzt nun dieser Kuchen bei rund 170 Grad für 25 Minuten. Der eine oder der andere fragt sich jetzt: Hallo Guido, Mandelkuchen hast du gesagt? Wo sind die Mandeln? Ganz einfach. In die Keksmasse selbst kommen keine Mandeln rein. Du kannst ein bisschen experimentieren, nimmst ein bisschen weniger Mehl und dann könntest du noch gemahlene Mandeln nehmen. Die Mandeln, die kommen dann oben drauf. Wir machen nun gleich eine Mandelbutter Karamellmasse, die streichen wir dann darüber und die wird dann noch fertig gebacken. Hier habe ich Butter, die ist schon fast flüssig, die erhitze ich nun. Dann geben wir Zucker hinzu, weiter erhitzen. Dann kommt Milch hinein, schön vorsichtig. Und das erhitzen wir nun, bis es leicht köchelt. Siehst du? Nun köchelt das Ganze ein bisschen, die Zucker kann schön zergehen hier drin. Und nun geben wir Mandelblättchen hier hinein. Zur Sicherheit Temperatur runtergeben und das nun vermischen. Und jetzt rührst du permanent. Jetzt darfst du nicht mehr aufhören zu rühren, sonst brennt das Ganze an. Jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen einköcheln, verdicken. Es muss jetzt eine dicke Mandelmasse werden. Siehst du, jetzt ist das schon ziemlich gut eingekocht und das ist eine richtig schöne, klebrige Masse. Das reicht. Viel dicker sollte es nicht eingekocht sein. 25 Minuten später, die Masse ist gebacken. Wir nehmen unsere Mandelmasse und verteilen die gleichmäßig über den kompletten Kuchen. Schön gleichmäßig verteilen alles. Dieser Kuchen mit den Mandeln drauf, den geht jetzt nochmals in den Backofen. Und zwar bei Oberhitze, ca. 190, 200 Grad. 10, 15, 20 Minuten. Du musst selbst schauen. Es muss richtig schön braun werden. Die ganzen Mandeln müssen schön braun karamellisiert werden oben durch. Und so sieht er fertig gebacken aus. Bitte, bitte, tu mir einen Gefallen. Fass ihn jetzt nicht mehr an. Das ist klebrige Masse. Hier verbrennst du dir enorm die Finger. Stehen lassen für ungefähr eine halbe Stunde, bis er komplett abgekühlt ist. So, schön vorsichtig rausgeschnitten. Backform darüber. Und so kann ich den Rand ganz vorsichtig rausnehmen. Deckel weg, Rand weg und der Kuchen ist fertig. Sieht gut aus, gell? Und er ist extrem lecker. Und glaub mir, so richtig schön karamellisierte Mandeln oben drauf. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Viel Glück beim Nachbacken. Bitte bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao!